Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns Tipps und Tricks und meine Meinung zu den Insignia A Flex-Ride Stoßdämpfern an. Wie ihr sehen könnt, das ist einer von denen, der schaut noch gut aus eigentlich, ein bisschen dreckig ist normal. Und den anderen schauen wir uns jetzt an, das ist der undicht ist, wie ihr sehen könnt, sehr viel ausgetreten. Und natürlich würde jetzt einer sagen, macht es sauber und so, aber ich habe schon länger gemerkt, dass der wirklich bretthart ist und oft durchschlägt. Das heißt, aber einfach hier in der Stoßdämpfer. Federn sind in Ordnung, alles ist in Ordnung, die Stoßdämpfer waren eben der Grund, wieso es das Auto ständig durchschlägt. Welche Lösungen gibt es für das Problem? Wenn man sie austauschen muss, rede ich jetzt. Neue Stoßdämpfer sind wir bei 400 bis 500 Euro pro Stoßdämpfer an der Vorderachse. Oder bei mir waren sie vorne defekt. Das ist wirklich schon sehr happig, aber das zahlt man eben für die Elektronik und für das ganze Zeug, was ständig das Fahrwerk adaptiert, dass es ständig im Optimalbereich liegt. Aber so ist es halt, 400 bis 500 Euro, das war für mich keine Option. Dann gibt es eben, sagen wir Nachbauvarianten, also nicht Nachbauvarianten, halt Hersteller, die Originalqualität liefern für weniger Geld oder die auch teilweise direkt für Opel herstellen. Ich weiß nicht genau, welcher Hersteller für Opel herstellt, aber 50 bis 100 Euro pro Stoßdämpfer und man braucht eben den Stilllegungssatz. Ich kenne den nur von KW, der kostet 300 Euro. Vielleicht kann man es auch irgendwie rausprogrammieren lassen, weiß ich leider nicht ganz genau. Das sind die Sachen, die ich herausgefunden habe, die man sicher und relativ leicht machen kann. Dann könnte man sich überlegen, ich baue mal Gewindefahrwerk ein, ist auch eine Option. Von H&R gibt es eins um 1200, da braucht man noch die Stilllegung, weil das ist leicht für Fahrzeuge ohne Flex-Ride. Heißt, ist man wieder bei 1,5 oder eben viel günstiger, wenn man es irgendwie programmieren kann. Aber H&R ist man bei 1,2 und ich habe bis jetzt noch gesehen für einen Sportstourer, also nicht für die Limousine. Dann haben wir eben das Thema KW, gibt es mit Stilllegungssatz Variante 1 für Flex-Ride 1.500 und Variante 3 2.500. Also wem Geld wurscht ist und wirklich das Beste sich holen will, holt sich Variante 3, also V3. Und wenn auf Preis-Leistung Wert legt, der muss dann eben muss dann die V1 kaufen, die auch super ist. Da ist der Stilllegungssatz dabei. Aber also der Knopf macht dann keinen Unterschied mehr. Ob man eben auf Sport oder auf Tour drückt, das bleibt dann gleich. Aber natürlich Lenkung und alles wird angepasst, aber dann ist nicht mehr der adaptive Stoßdämpfer, der sich anscheinend allen Gegebenheiten anpasst, sondern man hat ein gutes, sehr, sehr, sehr gutes, vielleicht ist es sogar besser. Ich bin noch kein Insignia gefahren mit KW, aber KW sagt man immer, dass normalerweise, besonders bei V3, dass es besser ist als das Originalfahrwerk, wenn man es gut abstimmt, kann sein, aber auch eine Option. Bevor wir zu dem kommen, was ich gemacht habe, Nagengast, sage ich euch, natürlich ist, wenn man wirklich mehr investieren will, und es ist keine schlechte Investition, ein Sportfahrwerk zu holen oder ein Gewindefahrwerk. Es gibt ein paar andere, aber die würde ich nicht empfehlen eigentlich. Aber da bekommt zum Beispiel bei H&R und bei KW kriegt es dann 4 neue Stoßdämpfer, heißt vorne und hinten für 1,5. Die Federn, die kosten auch um die 100 Euro fürs Flex-Ride-Fahrwerk, was ich gesehen habe. Domlager und Manschetten kriegt man alles für den Preis, was eigentlich, wenn man alles zusammenzählt, gar nicht teuer ist. Wenn man das alles einzeln kauft, Original Flex-Ride neu, ist man schon bei 1600, 1700, das ohne Federn, ohne Domlager, ohne Manschetten, ohne allem. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr so viel ausgeben wollt, auf Sportfahrwerk, Gewindefahrwerk, kann man eigentlich schon machen. Kommen wir nun zu dem, was ich gemacht habe, Nagengast. Das ist ein komplett erneuerter Stoßdämpfer, laut deren Seite. Und die haben sich spezialisiert auf solche extra Stoßdämpfer, die machen Cadillac, Ferrari anscheinend und so weiter. Und die spezialisieren sich eben auf die mit Elektronik. Und die tun sie halt neu aufbauen, lackieren, alles richten, was zu richten ist. Normalerweise muss man zum Beispiel nur auffüllen, Dichtungen erneuern oder ich weiß auch nicht genau. Bin auch kein Profi, aber das wird dann meistens gemacht bei den Stoßdämpfern. Sie werden einfach erneuert, das ist meistens kostengünstig. Das ist in Polen und da bestellt es einfach per eBay. Tut eine Kaution zahlen von 100 Euro pro Stoßdämpfer. Ihr kriegt es, also ihr habt den in 2 Wochen gekriegt und dann tut es eure austauschen mit denen, also einfach normal die neuen einbauen, die erneuerten einbauen und dann habt ihr es im Prinzip unter Anführungszeichen neue Stoßdämpfer. Ich merke keinen Unterschied. Und die funktionieren wieder wie neu, natürlich funktionieren die wieder wie neu. Ich meine, das Wichtige ist, dass nichts verbogen ist, nichts gebrochen beim Stoßdämpfer selbst. Dann nehmen sie eben diese nicht an.
weil es sich eben nicht lohnt wahrscheinlich für die herzurichten, weil es dann zu teuer wird. Aber normalerweise sind es immer Undichtigkeiten, die man schnell reparieren kann. Und auf das haben sie sich spezialisiert. Also wer keinen hat, wer keinen kennt, der das macht, kann dann einfach bei Nagelgas bestellen, 100 € Kaution und 200 € pro Stoßdämpfer plus Versand. Insgesamt mit Hin- und Rückversand 50 € extra, also 450 €. Zwei Stoßdämpfer vorn erneuert habe ich gezahlt, plus Einbau logisch. Dann braucht man eben die Manschetten, die Domlager und im schlimmsten Fall die Federn, wenn sie getauscht werden müssen. Ich habe noch nicht erwähnt, natürlich die Stoßdämpfer von euch, die müsst ihr dann schicken, verpacken und zurückschicken, damit die eben wieder erneuert werden, die sie wieder erneut verkaufen können, weil das funktioniert im Eintausch. Also ihr tauscht eure alten Kliniken gegen die erneuerten und die erneuern dann diese und geben sie wem anderen und so weiter, also ständiges Tauschgeschäft. Wie schon gesagt, bin ich mit denen absolut zufrieden, ist alles schnell gegangen, Geld habe ich zurückgekriegt, die Kaution relativ schnell. Und viel gibt es nicht zum Sagen. Es hat alles gepasst. Ich bin zufrieden mit den Stoßdämpfer. Ich werde in ein paar Jahren sehen, wie lange die halten. Hoffentlich halten die auch um die 150.000, vielleicht ein bisschen mehr, wenn es geht. Aber das ist so, wie es ist. Ich habe eben die Optionen. Ich hoffe, dass ich euch geholfen habe. Wenn ich euch geholfen habe, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Danke fürs Schauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus und ciao.